Das ist die Oberfläche des ECM von M-Files. Hier oben befindet sich die Suchleiste für die Schnellsuche. Hier lassen sich die benötigten Dokumente und Informationen so einfach wie in einer Suchmaschine finden. Im linken oberen Quadranten sind die dynamischen Ansichten, mit deren Hilfe sich Dokumente und Informationen wie in Ordnerstrukturen dynamisch anzeigen lassen. Das ist vor allem für die Fans von Ordnern geeignet. Diese Ansichten lassen sich auch auf Nutzerebene einrichten. Links unten ist der Quadrant Mir zugewiesen. Dort tauchen alle Aufgaben auf, die dem Nutzer zugewiesen wurden. Im rechten oberen Quadranten befinden sich alle Objekte, auf die der aktuelle Nutzer kürzlich zugegriffen hat, analog eines Suchverlaufs im Browser. Im rechten unteren Quadranten befinden sich alle Dokumente, die bei dem aktuellen Nutzer in Bearbeitung sind und die er ausgecheckt hat. Im rechten Bereich lassen sich Dokumente anheften, auf die man wie beim Schnellzugriff in Windows direkt zugreifen kann. Über die Schnellsuche finden Sie Dokumente und Informationen basierend darauf, was sie sind, statt wo sie abgelegt wurden, wie in einer Suchmaschine. Die Suchergebnisse können anhand verschiedener Filter eingegrenzt werden. Die gefundenen Dokumente lassen sich bequem über das Vorschaufenster ansehen, ohne dass sie geöffnet werden müssen. M-Files durchsucht bei der Schnellsuche auch den Dokumenteninhalt und hebt den Suchbegriff farblich hervor. So finden Sie in kürzester Zeit genau das, was Sie suchen. In M-Files basiert die Ablage und Verwaltung von Dokumenten darauf, was das Dokument ist. Dafür nutzt M-Files Metadaten. Diese beinhalten zum Beispiel die Dokumentenart, den Kunden, das Projekt und weitere wichtige Informationen. So lässt sich ein Dokument über die dynamischen Ansichten zum Beispiel über den entsprechenden Kunden finden und gleichzeitig auch über das entsprechende Projekt, ohne dass das Dokument mehrfach gespeichert werden muss. In der Ansicht können auch Spalten hinzugefügt und wieder entfernt werden. So kann jeder Fan von Ordnerstrukturen Dokumente auf die für ihn logischste Weise finden und darauf zugreifen. In M-Files lassen sich Dokumente ganz einfach als intelligente Vorlage definieren. Einfach das in M-Files vorhandene Dokument öffnen, die dynamischen Felder einrichten, die später automatisch auf Basis der Metadaten ausgefüllt werden, wie zum Beispiel Kunde und seine Adresse. Das Dokument als Vertraulichkeitsvereinbarung speichern und es zu einer Vorlage machen. Nun ist das Dokument für alle Nutzer als Vorlage verfügbar. Um eine neue Vertraulichkeitsvereinbarung zu erstellen, muss lediglich ein Doppelklick auf die Vorlage gemacht werden. Anschließend noch einige Informationen hinzufügen und die Vereinbarung ist bereit. In M-Files lassen sich Dokumente ganz einfach auf Basis einer Vorlage erstellen. Dafür einfach die Vorlage öffnen, die entsprechenden Metadaten eingeben und das Dokument erstellen. Dabei werden automatisch die dynamischen Felder auf Basis der Metadaten ausgefüllt. Es müssen gegebenenfalls weitere Informationen ergänzt werden und schon ist das Dokument bereit. Es gibt viele Möglichkeiten, ein Dokument in M-Files zu speichern. Man kann es per Rechtsklick zu M-Files hinzufügen, über die Werkzeugleiste in den verschiedenen Microsoft Office-Anwendungen in M-Files speichern oder es per Drag and Drop direkt in M-Files ziehen. Anschließend müssen lediglich die Metadaten ausgefüllt werden. Jetzt ist das Dokument in M-Files abgelegt.
Das Bearbeiten von Dokumenten kann in M-Files unkompliziert auch in Zusammenarbeit mit Kollegen erfolgen. Dafür wird das Dokument ausgecheckt, die Änderung vorgenommen, das Dokument gespeichert und wieder eingecheckt. Es wird dabei automatisch eine neue Version des Dokuments erstellt. Das Anzeigen aller Änderungen, die an einem Dokument vorgenommen wurden, ist einfach möglich. In der Dokumentenhistorie wird jede Änderung aufgezeichnet und es ist möglich, die verschiedenen Versionen miteinander zu vergleichen. Man kann außerdem jederzeit zu einer vorherigen Version zurückwechseln. Nun ist die vorherige Version wiederhergestellt. In M-Files gibt es nur eine einzige Version eines Dokumentes, die immer auf dem aktuellen Stand ist. Das Dokument kann ganz einfach per Rechtsklick freigegeben werden und der Link dazu per Mail an die Kollegen zur gemeinsamen Bearbeitung verschickt werden. Diese können das Dokument direkt in M-Files bearbeiten, ohne dass es dupliziert werden muss. In M-Files lassen sich Dokumente als offline verfügbar markieren und sind somit auch dann verfügbar, wenn der Nutzer gerade keine Internetverbindung hat. Bei Änderungen, die an dem Dokument im Offline-Modus vorgenommen werden, werden diese aktualisiert, sobald M-Files wieder online ist. Eine neu erstellte Datei kann auch offline vorbereitet werden und wird dann automatisch hochgeladen, sobald M-Files wieder online ist. M-Files gibt es auch als App für Ihr mobiles Gerät wie Ihr Smartphone oder Tablet. So haben Sie auch von unterwegs aus Zugriff auf alle Dokumente und Daten. Sie können so zum Beispiel die eben eingetroffene Eingangsrechnung von unterwegs aus prüfen und freigeben. Der Kollege im Büro wird direkt über die Freigabe benachrichtigt und kann nun die Bezahlung veranlassen. In M-Files können direkt im Dokument Annotationen und Hervorhebungen vorgenommen werden, ohne das Dokument selbst verändern zu müssen. Diese Funktion ist in PDF, Word, Excel und PowerPoint-Dokumenten verfügbar. Dafür wird einfach ein neues Objekt erstellt. Hier können Bereiche markiert, kommentiert oder auch gestempelt werden. So kommentieren Sie Dokumente oder highlighten Textausschnitte in M-Files, ohne das Original zu verändern. In M-Files lassen sich wiederkehrende Prozesse ganz einfach im intuitiven Workflow-Designer ohne Programmierkenntnisse als Workflow abbilden. Wie zum Beispiel die Freigabe eines Vertrags oder einer Vereinbarung. Hier lassen sich Zugriffsberechtigungen definieren und Aufgaben verteilen. Es kann jedem Workflow-Schritt ein verantwortlicher Benutzer, eine Benutzergruppe oder auch ein Benutzer aus den Metadaten hinzugefügt werden. Die Workflow-Stati lassen sich ganz einfach verschieben und miteinander verbinden. Außerdem lassen sich hier automatische Benachrichtigungen einstellen.
So lassen sich alle erdenklichen Prozesse als Workflows automatisieren und abbilden. In mFiles lassen sich alle erdenklichen Prozesse in Form von Workflows abbilden, wie zum Beispiel die Erstellung und Freigabe einer Vertraulichkeitsvereinbarung. Dafür einfach die notwendigen Metadaten ausfüllen und das Dokument erstellen. Mit einem Workflow lassen sich Aufgaben automatisch verteilen und Zugriffsberechtigungen definieren. Bei der Zuweisung von Aufgaben wird der betroffene Nutzer per Mail über die anstehende Aufgabe informiert. Er kann so zum Beispiel das Dokument freigeben. Wurde der Vertrag von beiden Parteien unterschrieben, kann er einfach per Drag and Drop auf das ursprüngliche Dokument gezogen werden und kann nun in Kraft treten. In mFiles passen sich die Zugriffsberechtigungen auf ein Dokument an seinen Workflow-Status an. Wird zum Beispiel ein neuer Vertragsentwurf erstellt, hat im Entwurf nur der Autor darauf Zugriff. Wird der Vertrag zur Freigabe geschickt, bekommt zusätzlich der inhaltliche Genehmiger Zugriff darauf, allerdings nur zum Lesen und Bearbeiten. Er kann den Vertrag nun freigeben. Wurde der Vertrag von allen Parteien unterschrieben und ist in Kraft getreten, ändern sich automatisch die Zugriffsrechte und alle internen Nutzer haben Leserechte für das Dokument bekommen. Die Vergabe der Zugriffsrechte kann natürlich individuell definiert werden.